Ja, heute besuchen wir hier die größte Kiriholz-Anbauregion Europas im Herzen Spaniens bei Talavera. Ich stehe hier gerade inmitten von 100.000 Kiribäumen. Diese Fläche wird mittlerweile auch die grüne Lunge Talaveras genannt. Und ich nehme euch gleich mit in die Anbauflächen und möchte euch erzählen, warum wir diesen Standort ausgewählt haben und was alles hier beim Kiri-Anbau zu beachten ist. Bevor wir eine Fläche für den Kiri-Anbau auswählen, beschäftigen wir uns erst einmal sehr intensiv mit den Bodenverhältnissen, um sicherzustellen, dass der Kiribaum an dem Standort auch sein volles Wachstumspotenzial dann entfalten kann. In diesem Fall haben wir es mit einem sandigen Lehm oder lehmigen Sand zu tun, der zum einen in der Lage ist, bei starken Regenfällen das Wasser schnell zu drainieren, was wichtig ist, ein relativ hohes Porenvolumen aufweist, auf der anderen Seite aber auch noch eine Struktur besitzt, die in der Lage ist, Nährstoffe und Wasser auch über einen langen Zeitraum zu speichern. Und bei der Bodenbewertung für den Kiri-Anbau ist es wichtig, dass man sich nicht nur wie im Ackerbau die oberen 30 Zentimeter des Oberbodens anschaut, sondern auch die tiefer liegenden Horizonte bewertet. In der Regel graben wir mit einem Bagger ein Loch von einer Tiefe von ca. 2 Metern und nehmen dann die Bodenprofile auf, um sicherzustellen, dass es da unten halt keine dicken, undurchdringbaren Lehmschichten oder Ähnliches gibt. Und ja, anschließend gehen die Bodenproben dann in die Korngrößenfraktionierung, werden dann von uns ausgewertet. Und über die letzten 15 Jahre haben wir so viel Erfahrungswerte sammeln können, dass wir aufgrund dieser Analysedaten dann ganz zuverlässig sagen können, ob ein Boden dann geeignet ist, für einen Kiribaum sein volles Wachstumspotenzial zu entfalten. Ein- bis zweimal im Jahr wird der Boden von uns mechanisch bearbeitet. Im Regelfall alternierend, ein Jahr mit einem Grubber auf eine Tiefe von ca. 20 Zentimetern. Hintergrund ist der, dass wir dann die organische Substanz vom Blattwurf in den Boden einarbeiten können, hier das Bodenleben aktivieren, den Boden durchlüften und auf der anderen Seite auch die Verbreitung von Mäusen beispielsweise mit dieser Maßnahme effektiv begegnen können. Und dann im Folgejahr gehen wir mit einer Scheibenegge über die Fläche, um den Boden auch weiterhin locker zu halten und auch übermäßigen Bewuchs dann zu vermeiden. So, jetzt Anfang Oktober finden wir hier schon die ersten herbstlichen Blätter auf dem Boden. Die Blätter des Kiribaumes zersetzen sich sehr schnell, werden also auch sehr schnell von den Bodenorganismen in Humussubstanz umgewandelt. Wir haben hier über die Jahre auf all unseren Anbauflächen jährlich Bodenproben genommen und den Anteil organischer Bodensubstanz bestimmt. Und wir konnten feststellen, dass es insbesondere ab dem Stadium, wo wir einen Kronenschluss erleben auf der Anbaufläche, jährlich die Bodenfruchtbarkeit, die organische Bodensubstanz signifikant zunimmt. Ja, wir haben über die letzten Jahre sehr positive Erfahrungen gesammelt mit diesen Baumschützern, die zum einen in der sehr sensiblen Phase der ersten ein paar Wochen der Etablierung der Pflanze einen verlässlichen Schutz bieten und dann auch jetzt über die ersten 1, 2, 3 Anbaujahre die Bäume vor Nagetieren, insbesondere vor Hasen-Kaninchenfraß, effektiv schützen. Ab diesem Zeitpunkt haben die Bäume jetzt auch schon eine Rinde, die ausreichend Schutz darstellt, sodass wir die Baumschützer jetzt wieder abnehmen werden. Ja. Bei der Auswahl eines Standortes schauen wir uns die historischen Klimadaten an, insbesondere die durchschnittlichen Niederschlagsmengen und die üblichen Niederschlagsverteilungen über die Vegetationsperiode und entscheiden dann, ob wir
eine zusätzliche Bewässerung installieren. Hier am Standort in Zentralspanien bei Talavera haben wir uns dazu entschlossen, eine Zusatzbewässerung zu installieren, weil wir hier im Regelfall über die Sommermonate Juni, Juli, August, in denen es sehr heiß wird, keine Niederschläge erwarten können. Und ich würde jetzt im Folgenden mal im Detail darauf eingehen, was für ein Bewässerungssystem wir hier anwenden. Was auf dieser Fläche auffällt, ist, dass wir oberirdisch hier keinerlei Bewässerungsschläuche sehen, was daran liegt, dass wir die Tropfschläuche hier unter der Erde verlegt haben. Hier bin ich gerade mal an eine Stelle gegangen, wo man sieht, dass von unten Feuchtigkeit bis an den Oberboden durchdringt. Wir haben hier im Jahr der Pflanzung sehr eng an den Bäumen Tropfschläuche verlegt, einen auf der linken Seite der Baumreihe, einen auf der rechten Seite. Und nach der Etablierung der Bäume, sobald die schon ihr tiefes Wurzelsystem erreicht haben, haben wir die Schläuche dann ein Stück zur Seite gezogen und unterirdisch auf einer Höhe von ca. 30 bis 40 Zentimetern verlegt. Über die Jahre haben wir gelernt, dass wir auch mit der Art, wie wir bewässern, ganz maßgeblich auf die Entwicklung des Wurzelwachstums und somit auch auf die Entwicklung des Baumwachstums Einfluss nehmen können. Unsere Erfahrung ist, dass wir den Baum fördern, indem wir ihn halt selten, aber dafür länger bewässern, was dazu führt, dass das Wasser über diesen längeren Bewässerungszeitraum tief in das Erdreich sickern kann und die Bäume dann die Motivation haben, mit ihren Wurzeln auch möglichst tief ins Erdreich hineinzuwachsen. Der große Vorteil hier für uns am Standort Talavera ist, dass wir das Wasser für die Zusatzbewässerung für die Sommermonate Juni, Juli, August nicht aus Bohrungen, aus Brunnen beziehen müssen, sondern uns hier zwei große Flussläufe zur Verfügung stehen. Zum einen der Rio Tajo, der einer der drei größten Flussläufe hier in Spanien ist, und zum anderen hier aus dem Stausee des Rio Alberches, der über einen Bewässerungskanal uns dann das Wasser zur Verfügung stellt, was wir für die angrenzenden Anbauflächen hier benötigen. Wie wir hier sehen können, wird in dieser Region, aber auch in weiten Teilen Spaniens mit der sogenannten Überkopfbewässerung in der Landwirtschaft gearbeitet. Da wird über die Sprenkler das Bewässerungswasser ausgebracht, was natürlich zur Folge hat, dass an besonders warmen und heißen Tagen ein großer Teil des Wassers, der ausgebracht wird, schon verdunstet, bevor er überhaupt das Wurzelsystem der Kulturpflanzen erreichen kann. Dadurch, dass wir mit Tröpfchenbewässerung arbeiten, die Schläuche unterirdisch liegen und der Kiribaum eine sehr hohe Wassernutzungseffizienz haben, konnten wir im Vergleich zur vorherigen Nutzung auf unseren Anbauflächen den Wasserverbrauch in etwa halbieren. Hier befinden wir uns im Pumpenhaus, von wo aus das Wasser dann auf die Tropfschlauchsysteme verteilt wird. Das ist hier alles online, das heißt, ich kann die ganzen einzelnen Sektoren auch von überall auf der Welt über mein Handy steuern, und so haben wir jederzeit die Versorgung der Bäume mit ausreichend Wasser sichergestellt.